Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchten wir euch kurz unseren Partner Radaddle vorstellen. Neben einer großen Auswahl an Spielsystemen, Miniaturen und Zubehör findet ihr auch vieles zum Thema Airbrush. Radaddle führt unter anderem die beliebten Airbrush-Pistolen von Harder und Steenbeck. All das findet ihr im Onlineshop, aber auch im Ladengeschäft in Großweil im schönen Bundesland Bayern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer weiteren Folge in unserem Tabletop Airbrush Einsteiger Workshop. Heute schreiben wir mal eine Einkaufsliste. Ja, herzlich willkommen zurück in unserem Workshop und nachdem wir nun gelernt haben, was wir eigentlich für eine Airbrush-Pistole haben und wir haben uns jetzt ja entschieden, okay, was möchte ich eigentlich mit meiner Airbrush machen, geht es heute mal in dieser Folge, was brauche ich eigentlich alles an Material, um mit dem Airbrush-Hobby einsteigen zu können. All das zeige ich euch in diesem Video. Ja, das, was ich euch heute alles zeigen werde, sind natürlich auch erstmal nur so die Sachen, die wir für den Einstieg benötigen. Da wird sicher das ein oder andere Zubehörteil extra noch kommen und natürlich wird sich das auf eure Bedürfnisse anpassen. Ich zeige euch, was meiner Meinung nach mit so am wichtigsten ist. Das ist die Pistole, das ist der Kompressor, das ist Zubehör, wie zum Beispiel Schläuche, Steckverbindungen, natürlich Reinigungsmittel und natürlich Reinigungszubehör. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Wir kommen dann noch mal kurz darauf zu sprechen, eine Absauganlage und natürlich auch, wie schütze ich mich eigentlich selbst. Denn auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn wir arbeiten hier mit lösungsmittelhaltigen Farben, Acrylfarben, all das macht Sprühnebel und das ist natürlich nicht sehr gesund für unsere Gesundheit. All das werde ich euch in diesem Video zeigen und ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Tisch hinter mir und ich zeige euch, was wir eigentlich einkaufen müssen. Ja, und so sieht's aus. Das werdet ihr fast alles gebrauchen. Fangen wir doch mit dem Allerwichtigsten an, und zwar mit der Wahl einer Airbrush-Pistole. Da werden wir euch in den nächsten Folgen genau darauf aufklären, was für eine Pistolen das sind. Wir haben hier 3 verschiedene Pistolen von der Firma Harder und Steenbeck. Natürlich, um diese zu betreiben, braucht ihr einen Kompressor. Hier haben wir einen Kompressor ohne Tank. Wir werden euch beide Möglichkeiten vorstellen. Einmal die Version mit Tank und einmal ohne Tank. Jetzt habt ihr den Kompressor, eine Airbrush-Pistole. Was braucht ihr natürlich noch? Natürlich einen Schlauch. Ganz wichtig, da gibt es verschiedene Modelle am Markt und auch hier mit Drehverschluss oder mit Steckverbindung. Auch das werden wir euch in dem Kurs nahelegen. Dann habt ihr euer fertiges Setup. Nun geht es natürlich um euren Schutz. Das ist natürlich ganz wichtig. Handschuhe, ganz wichtig. Und natürlich verschiedene Atemschutzmasken. Auch hier gibt es natürlich sehr, sehr viele am Markt. Achtet einfach darauf, dass sie gut gegen Farbnebel sind. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel auf Amazon könnt ihr da fündig werden. Dann braucht ihr natürlich eine Absaugkabine. Auch die stellen wir euch in einem gesonderten Video vor. Die passt jetzt allerdings nicht mehr hier auf den Tisch. Dann geht es natürlich weiter. Nun habt ihr euer Setup komplett fertig. Jetzt möchtet ihr eure ersten Miniaturen bemalen. Natürlich, wir brauchen eine Grundierung. Auch hier stellen wir euch verschiedene Möglichkeiten vor in diesem Kurs. Nachdem dann eure Miniaturen oder Geländestücke grundiert sind, brauchen wir natürlich Farbe. Natürlich haben wir auch hier das passende Video für euch und stellen euch verschiedene Farben vor und natürlich auch, wie man das Ganze entsprechend verdünnt. Ihr wollt zum Beispiel bestimmte Effekte erzielen, naja, dann braucht ihr natürlich auch Maskierband oder auch sogenannte Stencils und Schablonen. Auch hierfür haben wir dann das passende Video für euch, wo wir sämtliche Sachen euch erklären. Tja, und dann kommen wir zum leidlichen Teil, der Reinigung. Aber auch hier keine Angst, wir haben euch 2 verschiedene Videos produziert, die die Reinigung erklären. Einmal die manuelle Reinigung per Hand und einmal die mechanische Reinigung. Hierzu benötigt ihr natürlich auch Reinigungsbürsten, Reinigungsnadel. Ganz wichtig, einen Cleaning Pot. Hier entsorgt ihr eure restlichen Farben oder auch euer Reinigungsmaterial. Oder aber, wer es ganz genau will, der arbeitet mit einem sogenannten Ultraschallbadgerät. All diese Sachen werden wir euch in unseren Videos vorstellen und erklären, warum, wieso, weshalb, welche Vor- und Nachteile bestimmte Dinge haben und sind da auch ganz, ganz ehrlich und offen zu euch. Aber keine Angst, das erschlägt jetzt natürlich auch, das könnt ihr natürlich auch alles nach und nach kaufen. Wichtig ist, dass ihr ein vernünftiges Setup habt mit Pistole und Kompressor und natürlich eine Absauganlage und alles andere kommt dann von alleine. Ja, das ist eine ganze Menge Zeug, das ich euch jetzt gezeigt habe und ja, das ist natürlich auch eine ganze Menge Geld, die ihr investieren müsst. Aber das muss euch von vornherein bewusst sein, wenn ihr mit dem ganzen Airbrush-Hobby einsteigt, dann ist es nicht getan mit einem 60 € Einsteigerset. Ich rate euch dringend davon ab. Ich habe damals die Erfahrung gemacht,
bin damit eingestiegen und konnte meine ersten Erfahrungen damit sammeln. Und ja, das war auf der einen Seite auch gut, weil ich meine Erfahrungen damit gemacht habe aber diese 60 Euro eigentlich völlig in den Sand gesetzt, weil ich habe die Pistole danach entsorgt, ich habe den Kompressor habe ich auch nicht mehr verwendet, ich habe mir neues Material gekauft und diese 60 Euro hätte ich locker in dieses neue Set stecken können. Also von daher rate ich euch eigentlich ab von diesen billigen Sets, wo ihr alles in einem bekommt. Aber Achtung, es gibt auch sehr, sehr gute Sets, zum Beispiel mit Harder und Steenbeck und Sparmax-Kompressoren. Das sind sehr, sehr gute Sets, aber die kosten dann natürlich nicht 60 Euro. Da beginnen wir dann irgendwo bei 200, 250 Euro. Aber wenn ihr meint, ihr müsst euch so ein billiges Set für 60 Euro kaufen, dann macht das gerne ruhig mal und probiert es einfach mal und sammelt eure eigenen Erfahrungen. Und ihr werdet aber schnell merken, dass ihr natürlich für eine gewisse Zeit genau das gleiche machen könnt, wie mit zum Beispiel einer Harder- und Steenbeck-Pistole. Aber ihr werdet dann sehr, sehr schnell merken, gerade in der Reinigung, dass es euch keinen Spaß mehr bringt und ihr eigentlich dann direkt umsteigen wollt auf ein anderes Modell. Aber vielleicht seid ihr auch nur der reine Grundierungstyp, dann reicht natürlich auch eine billige China-Pistole. Das hatte ich euch auch schon gesagt. Also man muss da so ein bisschen abwägen. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ich möchte wirklich nur grundieren und nichts anderes machen und ihr habt auch keine Tendenzen dahin, mit der Airbrush weiterzuarbeiten, feiner zu arbeiten, dann seid ihr mit so einem Set mit 60 Euro natürlich auch gut bedient und ihr könnt all das machen. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber ich glaube schon, dass bei den meisten dann auch einfach irgendwann der Drang kommt, okay, ich habe jetzt eine Airbrush hier, nur grundieren, ich kann ja eigentlich noch viel mehr damit machen. Und was man damit alles noch machen kann, das zeige ich euch in diesem Workshop. Jetzt wisst ihr, was ihr alles an Zubehör braucht und jetzt geht es um die Pistolen. Wir werden euch jetzt die Harder- und Steenbeck-Pistolen mal in einem einzelnen Detail erklären. Das folgt jetzt in den nächsten Videos. Wir werden die Ultra beleuchten, wir werden die Evolution beleuchten und die Infinity. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in diesem Kurs, sage danke und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.